1, 2, 3. Die abnehmbaren Bergelemente. Geht das alles auf? Wird das alles funktionieren? Mehr dazu im heutigen Video. Seid gespannt. Hallo und herzlich willkommen zum 124. City Update auf dem Kanal KC Brickborn. Wir machen uns heute wieder hier an diesen Berg dran. Ich habe schon ein bisschen vorbereitet und ein bisschen vorgebaut. Ich habe ein bisschen Unterkonstruktion schon gemacht, um das nächste Bergelement hier einzuschieben. Ja, das habe ich schon mal vorbereitet. So grob den Schwung hier dargestellt mit den Felsenelementen, wie der Berg laufen soll. Hier unten soll dann ja irgendwann mal das Tunnelportal auch entstehen. Also ist es viel zu tun. Ich mache mich dran, und zwar an diese Bergwand grob und an die Teils hier oben drauf. Ja, wer es im Livestream noch nicht mitbekommen hatte, den ich mal gemacht hatte, das ist meine zukünftige Stadterweiterung bzw. eine Skizze davon. Da soll so viel entstehen von Strommasten, Kuhwiese, Windräder, Sessellift, Sendemast, Schrottplatz, der Jazzclub soll da rein, die Zugstrecken, der Transrapid. Also es wird riesengroß werden. Ihr seht 5,31 Meter mal 1 Meter. Das ist natürlich ordentlich. Und dieses ist der Bereich, der jetzt auch gerade rot markiert ist, in dem wir gerade arbeiten. Also es ist noch ganz schön weit weg von allem anderen und ich mache auch, wie gesagt, Step für Step. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich finde es einfach nur sensationell. Das nur mal ganz kurz nebenbei. Fast eine Baseplate-Größe ist jetzt dieses Montageloch groß. Also ich finde es gut. Ja, hier lässt sich jetzt wunderbar das nächste Bergelement einschieben. Und was ich jetzt gerade schon gemacht habe, ist einmal hier die ganzen Steine versehen, die Felsenelemente quasi verschwinden lassen, sag ich mal. Und jetzt mache ich mich hier an diese Fläche an, die hier eingeschoben wird. Mal gucken, wie weit ich den Berg noch weiter nach oben ziehen kann. Bis gleich. Und auch hier wieder ein kleines Stückli weitergekommen. Ich habe hier soweit die Fläche erstmal ein bisschen bebaut mit Felsenelementen, schon ein bisschen Steine auch verlegt. Was nicht ganz so leicht sein wird, ich weiß nicht, ob ich das drauf kriege, ist das mit dieser Ecke hier. Das muss ich später richtig gut hinkriegen. Aber da sind wir ja auch noch nicht, denn jetzt geht es ja erstmal höher. Das ist auch ein richtig cooler Blick hier, finde ich. Man kann so richtig in den Berg von hinten reingucken. Tatsächlich auch hinten bis zur Schiene. Das ist richtig stark. Ja, hat was. Mir gefällt es. Hier vorne ist ja schon die Tunnelausfahrt, wo die gelben Steine hier sind. Ja. Also, was habe ich geschafft? Ja, ihr seht, das ganze Teil ist soweit fertig. Was ich noch nicht gemacht habe, ist die Sache mit den Slopes. Die muss ich noch machen. Und da fange ich jetzt auch sofort mit an, denn da ist einiges zu verslopen. Also, los geht's! Ich habe die Slopes jetzt alle soweit verlegt. Ich bin hier unten angefangen und habe das Ganze bis hierhin hochgezogen. Der Rest, wenn jetzt noch Noppen frei sind, wird das Ganze natürlich mit Grün gemacht. Ihr seht, alles fein in jede Richtung wieder, wie hier drüben auch. Ich knie hier ein bisschen auf der Schiene, deshalb knackt das immer so. Ja, also, es ist ein Wahnsinnsfortschritt bis jetzt, finde ich. Aber wie gesagt, das Grün fehlt noch. Das ist ja bis jetzt noch nicht harmonisch hier links und rechts. Das müssen wir jetzt noch auf jeden Fall bearbeiten. Bis gleich. Um noch einmal ein paar Sachen hier zur Stadt zu sagen, beziehungsweise genau eine, wie viel Quadratmeter hat diese Stadt? Diese Stadt hat bis jetzt 25 Quadratmeter und wir sind genau hier dabei am Minigolfplatz, das heißt ab hier in die Richtung die Erweiterung zu bauen. Ja, ich habe mir gedacht, ich zeige euch noch einmal die 3 Bergelemente und zwar kommen wir einmal hier zur Ecke, das ist das erste, was ich gemacht habe. Also ihr seht, ziemlich aufwendig, das ist auch noch ziemlich stabil, das ist auch recht gut, denn das ist dann wie so eine Führungsschiene, gleichzeitig auch für die anderen Elemente. So, das war das erste, das linke, das ist dann hier das zweite, das ist dann von innen auch schon recht hohl gebaut, wie ich finde, auch schon ein bisschen höher und größer und breiter, aber noch nicht so groß wie das dritte, was wir heute gebaut haben. Denn das ist wirklich mächtig und fast so schwer wie alle anderen beiden zusammen. Das ist dieses hier, das dritte Teil, was wir heute gebaut haben. Und ich finde, das ist schon enorm. Plus natürlich diesen ganzen Bergteil, den wir natürlich auch gemacht haben. Aber es sind nicht nur eigentlich diese 3 Elemente, denn eigentlich sind es 4, denn ich habe noch so ein ganz kleines, was ich dazu einsetzen werde. Ja, und das Ganze geht auf. Diese 3 Bergelemente lassen sich jetzt wunderbar hier oben einschieben. Das ist natürlich total klasse, denn ich brauche ja hinterher den Platz, um die Transrapid-Strecke
festzuklicken. Und das ist natürlich nur möglich, wenn ich den Berg abbauen kann. So, dann versuche ich diese 3 Teile mal eben mit der Hand einzusetzen. Ich hoffe, es wackelt nicht zu viel, aber ich möchte euch das wirklich zeigen, dass es auch wirklich kinderleicht geht. Alles mit einer Hand, das war das erste Element. Jetzt kommt das zweite Element. Ja, nicht ganz getroffen beim Filmen, aber das sieht schon ganz gut aus. So, alles mit einer Hand, auch wenn es nicht ganz so prickelnd war für euch zum Schauen. Und hier ist die kleine Ecke, die ich hier einsetze. Schaut mal, an der Stelle. Somit kann ich das auch wunderbar übertünchen. Ja, gute Arbeit, wie ich finde. Wieder enorm sensationell. Und jetzt machen wir weiter mit den Zugfahrten. Ja, und wir lassen sie heute tatsächlich mal wieder fahren. Meine große Dampflok als Mok. So, das war's für heute erstmal. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich kann euch sagen, wo es weitergeht. Und höchstwahrscheinlich nämlich hier in diesem Bereich, dass wir hier irgendwie weiterarbeiten. Entweder Tunneleinfahrt, Gleise oder und so weiter. Das muss auf jeden Fall entstehen, denn bis zu dieser Grenze hier können wir bis zur Wand hin immer bebauen. Das ist überhaupt kein Problem. Selbst über einige Quadratmeter mehr, das ist überhaupt kein Problem. Ja, also machen wir da vorne weiter und ich würde sagen, bis dahin, tschüss!